Bayreuth. Die kulturelle Kleinstadt in Oberfranken ist vor allem für die Richard-Wagner-Festspiele bekannt. Viele historische Gebäude prägen das Stadtbild. Bekannte Persönlichkeiten, unter anderem der Dichter Jean Paul, waren in Bayreuth tätig. In Bayreuth gibt es Organisationen, die die Situation der Flüchtlinge verbessern und sie integrieren. Bund Stadt Braun ist eine der größten Initiativen. Eine der Mitwirkenden ist Viola. Ich bin Viola, ich bin 20 Jahre alt, komme hier aus Bayreuth. Ich gehe jetzt zurzeit zweimal die Woche ziemlich regelmäßig in die Erstaufnahme. Eine Erstaufnahmeeinrichtung ist eine vorübergehende Unterkunft für Asylbewerber. Die Willkommensgruppe Bayreuth betreut die Erstaufnahmestelle in der Wilhelm-Busch-Straße. Ja, also Bund Stadt Braun, der ist jetzt gerade im letzten Jahr ziemlich groß geworden. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Gruppen. Ganz groß sind auch die Patenschaften. Es gibt Kindergruppen. Es gibt jetzt seit 2-3 Jahren eben auch die Willkommensgruppe, die sich hier um die Leute in der Erstaufnahme kümmert. Der Verein Bund Stadt Braun gemeinsam stark für Flüchtlinge arbeitet unter dem Motto „Kein Mensch ist illegal". In Bayreuth setzt er sich für 250 Asylbewerber ein und ermöglicht zwischenmenschliche Begegnungen. Grundsatz, dass wir eben den Menschen, die fliehen mussten, aus welchen Gründen auch immer, dass wir auf jeden Fall auf einer Augenhöhe denen eben in Kontakt treten, dass wir wollen die Menschen kennenlernen, wir wollen Kontakt aufbauen, wir versuchen irgendwie das Ankommen hier in Deutschland irgendwie zu erleichtern. Gleichzeitig wollen wir auch für die anderen Mitbürger hier aus Bayreuth oder halt Deutschland eben auch quasi repräsentieren oder zeigen, dass ein Miteinander von unterschiedlichen Kulturen, dass es halt super gut geht. Wie in anderen deutschen Städten gibt es auch in Bayreuth Bewegungen gegen Flüchtlinge. Die meisten Bürger sind aber laut Viola offen gegenüber Asylbewerbern. Also ich kann auch nur so von meinem Bekanntenkreis sprechen und das ist einfach einer, der eben auch gerade sehr viel aktiv ist, irgendwie mit Geflüchteten oder eben in diesem Verein. Und da sind alle auf jeden Fall positiv zu sprechen. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die bekomme ich jetzt nicht so viel mit, aber ich glaube generell empfinde ich die Stimmung als positiv. Die traditionelle urische Kneipe Plektrum befindet sich nahe der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelm-Busch-Straße. Einmal wöchentlich treffen sich hier Flüchtlinge und Einheimische. Wir holen die Geflüchteten aus der Erstaufnahmestelle ab und gehen halt hierher. Und sie können sich halt ein Getränk aussuchen und wir spielen Spiele. Meistens ist es Memory, weil es halt am einfachsten ist und es jeder sofort versteht. Das Angebot wird von vielen Flüchtlingen angenommen. Die Treffen in dieser gemütlichen Kneipe sind gut besucht. Also mittlerweile sind es immer viele, sag ich mal. Also 20 haben wir schnell dabei. Heute ist ja auch, sagen wir mal, die Bude voll. Zu den Abenden im Plektrum kommen auch Deutsche, die bei Bund Stadt Braun mithelfen und Flüchtlinge treffen möchten. Man denkt, man tut irgendwas Gutes, aber eigentlich bekommt man halt viel mehr zurück, weil man lernt so viel über verschiedene Länder, Sprachen, Kulturen. Unterstützung erhalten die Flüchtlinge aber nicht nur von Seiten der Organisation, sondern auch von Angestellten in der Kneipe Plektrum. Ich finde es sehr gut, dass das was für die Leute gemacht wird. Ja, und auch, dass sie rauskommen aus ihrem Trott, dass das einfach irgendwie, es ist ja nicht bloß hier, sondern wir machen ja da auch Ausflüge vorher. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Ich habe jetzt noch niemanden mitbekommen, der es negativ aufnimmt. Glaube ich auch ein bisschen geschuldet der Kneipe, die ist ja trotzdem recht alternativ. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es in Bayreuth das noch mehr gibt. Also es ist, glaube ich, schon so, dass es im Plektrum einmalig ist. Der Barkeeper ist froh, dass die Asylbewerber ins Plektrum kommen und dort statt in der Flüchtlingsunterkunft Zeit verbringen. Ein Wohnheim ist ja schon wieder belastet oder ein Asylheim oder wie man sagt, ist ja schon wieder etwas belastet. Also ich denke, einfacher ist es immer, wenn man sich in einem neutralen Ort trifft und da dann auch unvoreingenommen miteinander reden kann.
in vielen anderen Städten ist die Situation für Flüchtlinge auch in Bayreuth schwierig. Aber solange es deutsche humanitäre Helfer gibt, ist ihr Alltag weniger trostlos.